So, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute geht es zum versprochenen zweiten Teil. Und zwar schauen wir uns das Cloudflare Zero Trust VPN an, das ihr benutzen könnt, um kostenlos weltweit auf euer Home-Netzwerk zu Hause zuzugreifen. Vom Prinzip ist es eigentlich eine einfache Sache. Den Client Cloudflare One installierst du auf deinem Tablet, Handy oder Mobile Phone. Da verlinke ich dir nochmal das Video vom ersten Teil. Oben links, da kannst du das nochmal nachvollziehen, wie du das reinkriegst. Das Setup machen wir dann später. Also du kannst die Installation der App natürlich jetzt durchaus mal verschieben oder beziehungsweise die App einfach auf der Seite liegen lassen, weil die brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Wir müssen jetzt erst einmal unserem System bei Cloudflare beibringen, dass wir ein solches VPN-Netzwerk und einen Tunnel benutzen wollen. Dafür gehen wir hier links auf Zero Trust. Dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Das bleibt natürlich alles im Rahmen des kostenlosen Accounts, den ihr euch bei Cloudflare natürlich anlegen könnt. Ich betone an dieser Stelle noch einmal nachträglich, dies ist keine bezahlte Werbung, es ist ein Setup, das ich selber verwende und ich stelle das nur für euch dar, damit ihr das nachvollziehen könnt. Ich bekomme keinerlei Werbung, keinerlei Geld und mache auch keine Werbung in diesem Sinne. Keine bezahlte Werbung. So. Gut, als erstes brauchen wir einen Tunnel. Das haben wir hier unter Networks, Tunnels. Da müssen wir uns erstmal einen Tunnel einrichten, der zu Hause mit unserem Netzwerk verbunden ist oder mit unserer Firma, so dass wir auf das Netz dann auch entsprechend zugreifen können. Einen diesbezüglichen Tunnel habe ich bereits sowieso, da ich ja meine Homepage auch von zu Hause aus, also selbst hosted betreibe und deshalb diesen Client auch schon eingerichtet habe. Das ausführliche Setup für das Tunnel-Setup verlinke ich euch oben noch einmal, da gibt es einen extra Beitrag dazu. In diesem Video gehen wir jetzt nur kurz angeschnitten über diesen Tunnel drüber und beschäftigen uns nur mit diesem VPN. Wir machen Create Tunnel. Gut, ich betreibe schon einen solchen Tunnel und wie gesagt, ich verlinke euch das oben noch einmal in der Videobeschreibung und auf dem Blogbeitrag. Ansonsten würde es jetzt ja einfach ausreichen, wenn wir uns mal einen neuen Tunnel anlegen. Wir selektieren Cloudflare, Next. Dann müssen wir den ganzen einen Namen geben. Ich nenne das jetzt Video. So, jetzt ist die Sache, du musst auf deinem PC, wenn du das noch nicht hast, und noch keinen Tunnel betreibst, einen Client installieren, der von deinem System aus den Tunnel öffnet zu Cloudflare. Das heißt, nicht Cloudflare stellt zu dir unkontrolliert einen Tunnel her, sondern du stellst die Verbindung zu Cloudflare her. Das heißt, wenn du den Tunnel ausschaltest, ist auch der Tunnel deaktiviert. Dadurch hast du auch die Kontrolle, wenn du in Urlaub fährst und das dann aktiv haben willst, kannst du das einschalten und wenn du zu Hause bist oder in deinem Landkreis unterwegs bist, kannst du das ausschalten. Zum Beispiel. Hier unten hast du immer die Beispielkonfigurationen, wie es läuft. Das kannst du dann kopieren, da ist auch die Tunnel-ID dann schon mit drin. Das Ganze gibt es jetzt für Windows, für Mac, für Debian, für Red Hat und mein Favorit natürlich immer Dogger. Dogger verbraucht am wenigsten Ressourcen und man kann wirklich viel standardmäßig laufen lassen. Und für Dogger findet ihr auf meinem Kanal auch einige interessante Applikationen und Anwendungen, für die ihr Docker auch verwenden könnt, um die ihr euch dann nicht kümmern müsst, die sich alle automatisch aktualisieren und. Gut, auch hier wieder das hier rauskopieren. Hier ist wieder die Tunnel-ID dabei. Da kannst du Docker Run, kannst du das direkt eingeben. Im verlinkten Beitrag auf den ausführlichen Beitrag des Tunnels, den man den einrichtet, da findest du unter anderem auch eine Docker Compose-Datei, wenn dich das interessiert. Next, wir gehen auf das nächste. Hier kannst du jetzt zum Beispiel deine Homepage eintragen. Du möchtest www, dann deine Domäne, die du natürlich auch registriert haben musst. Du kannst jetzt nicht hier irgendeine reinschreiben. Du musst hier eine registrierte Domäne haben, dann kannst du sie halt auswählen. Und dann kannst du hier entsprechend auswählen, wo das hingeroutet werden soll. Und schon würde die Homepage, wenn jetzt auf diesen Domain-Name eine Anfrage kommt, weitergeleitet auf diesen Rechner, den du dann halt hier auch angibst. Und hier kommt dann die IP-Adresse des lokalen Netzwerks rein. Ja. Zum Beispiel.
Dann kannst du hier noch weiterführende Applikationssettings machen, die brauchst du aber in der Regel nicht. Das ist jetzt normal, das hat er sich irgendwie gemerkt. Wir gehen hier auf Private Network, das ist jetzt eigentlich der für uns interessante Teil. Wir möchten über Cloud One auf unserem Handy, auf unserem Tablet natürlich Zugriff haben auf unser System, auf unser Netzwerk, das zu Hause steht. So, und da kommt jetzt dann dementsprechend auch die lokale IP-Adresse da hier rein, die du brauchst. So, und jetzt kommt eine 0, Slash, und dann geben wir das Subnet an mit /24. Das ist, wenn du jetzt eine Fritzbox hast oder was, die 172 hat, dann machst du 172.0. Also wie gesagt, deine lokale IP-Adresse, die du vor Ort lokal verwendest. Dann Encryption, was ist das für ein Netzwerk? Zu Hause, du kannst natürlich auch dein Büro reinschreiben. Du kannst natürlich jetzt auch noch einen zweiten Tunnel anlegen fürs Büro, dann kannst du da auswählen. Wie gesagt, hier geht es erstmal nur um die Basic. Wie richte ich das ein? Wie kann ich es benutzen? So, das haben wir alles drin. Safe Tunnel. Ja, ich kann es nicht anrichten. Ich habe eine Route bereits auf dieses Subnet installiert. Dann haben wir anders. Das ist der 2 Punkt. So. Safe Tunnel. Funktioniert das? So, und jetzt habe ich hier meinen Tunnel auch entsprechend angelegt. Ja, Video, das ist der Tunnel, den ich angelegt habe. Im Moment inaktiv, weil jetzt natürlich da noch kein Client gestartet ist. So, ich lösche jetzt das hier wieder raus, weil die Konfiguration brauche ich nicht. Wichtig ist jetzt, wenn du deinen Tunnel eingerichtet hast, rein, Private Network. Ja, da seht ihr, da konnte ich das vorhin uns auch gerade nicht eingeben, weil ich die 1.0 ja schon habe. Da habe ich also meine Route drin für mein privates Netzwerk, weil ich nutze das ja auch. Für dich interessant sind jetzt die Settings. Da gibt es ein paar Dinge, die du wissen musst. Dann Dinge, die du wissen solltest, das Account zum Beispiel einmal, da gehen wir kurz rein. Wir haben hier natürlich jetzt den Zero Trust Free, den behalten wir auch bei. Den ändern wir nicht ab. Wenn du was anderes drinstehen hast oder den neu anlegst, nimmst du Zero Trust Free. Payment-Methode muss hinterlegt sein, ist klar. Da besteht Cloudflare nun mal drauf. Dann ist für dich wichtig Custom Page. Und hier hast du jetzt stehen einen Namen. Bei mir heißt der so wie ich. Könnte bei dir dann quasi John-Do heißen oder Jane-Do. Es könnte auch deine Firma drinstehen. Tugendudel.kbv. Keine Ahnung. Diesen Namen musst du dir rauskopieren, den brauchen wir später in der App. Den hebst du dir bitte auf. Dann gehen wir auf WPA Client. So, dann brauchen wir hier Management. Device Development. Da gehen wir drauf. So, dann haben wir jetzt Device Register. Ich gehe jetzt da auf Editieren. Du sagst natürlich jetzt neu hinzufügen. So, und jetzt wird es ein bisschen eigenartig. Ist aber vom Prinzip logisch und recht einfach zu verstehen. Der Rule-Name ist, ich habe ihn als sogenannten Device registrieren, also ich möchte ein Gerät registrieren, das ich benutzen möchte. Dann, ich lasse es immer zu. Dann möchte ich Verifizierung per E-Mail haben. Und zugelassen sind nur diese 2 E-Mail-Adressen, die ich eingetragen habe. Also nur diese 2 E-Mail-Adressen können sich da einloggen. Das heißt, wenn wir jetzt dann in der Zero Trust One App auf dem Handy unseren Teamnamen eingeben, den wir uns gerade vorhin aufgeschrieben haben, der bei mir Michael-Glissner heißt, bei dir dann wahrscheinlich Jane-Do oder John-Do eingegeben hast, dann wird eine Verifizierung gemacht und die ist nur möglich per E-Mail. Da kannst du ja auch andere Sachen auswählen.
Du musst aus einem bestimmten Land kommen. Du kannst hier also Sachen auswählen, die du halt möchtest. Ich habe gesagt E-Mail und es können sich jetzt nur exakt diese zwei E-Mail-Adressen verifizieren. Du bekommst eine E-Mail mit einem Verifizierungscode und dann verknüpfst du das mit deinem Account auf deinem Handy und schon bist du drin. Dann hat das auch funktioniert. Dann Administrator Default, das ist Include. Ja, ich bin halt Admin, ich bin auch der Einzige, der hier bei mir arbeitet. Und dann geht es hier auch schon auf Save. Und die SaaS-Integration, gut, die brauche ich jetzt in meinem Fall auch nicht. Das war es jetzt eigentlich auch schon für uns und ich schmeiße euch jetzt mal kurz das iPad an und zeige euch, wie ihr euch da anmeldet und die Sache benutzen könnt. Achso, nee, halt, nein. Einen habe ich noch, Settings, Network. So, das kannst du alles hier auf Default lassen. Ihr habt hier unmöglich viele Möglichkeiten, mit der ihr spielen und bearbeiten könnt. Also da könnt ihr euch dann wirklich austoben. Sehr interessant, ihr könnt sehr viel Zeit auch verballern. Geht nochmal auf den Web-Client. Dann hast du hier Profile Settings. Da gibt es noch einiges zu kontrollieren. Eines nicht viel. Sondern das sind Einstellungen zu eurem Tunnel. Vom Prinzip ist das hier alles ganz okay. Das kann man eigentlich alles so lassen. Dann hier könnte man nochmal die Funktionen noch ein bisschen umstellen. Das kann man aber auch alles so lassen. So, und was für uns interessant ist, ist hier Split Tunnels. Also Split Tunnel. Da gibt es die Möglichkeit, du kannst es umstellen. Würde ich aber auch nicht. Wir gehen einfach nur mal auf Management. Und hier gibt es jetzt Folgendes zu beachten. Und zwar, hier sind die Adressen aufgelistet. Your Split Tunnel Identity Exclude. Also dein Tunnel quasi ausgeschlossen. Das heißt, diese Adressen werden ausgeschlossen vom Routing. Das heißt, wenn du jetzt natürlich hier die taucht auch wirklich in der Regel sehr oft auf, dass die drin steht, die 192.168.0.0 drin stehen hast, dann solltest du die hier anhaken und deleten. Das solltest du für alle Netzwerke machen, die jetzt natürlich für dein Netzwerk interessant sind, was dein Netzwerk auch benutzt. Also sprich, wenn ich jetzt hier die FE80 benutzen würde, müsste ich die auch rausnehmen. Die FF, das sind lokale IPv6 Adressen, ne? Local Link IPv6 Adressen, nennt sich die genau. Ne, den DFD00, die habe ich auch nicht, also da brauchte ich jetzt überhaupt nichts machen. Wie gesagt, die 192.168.0.0, die musste ich jetzt zum Beispiel bei mir rausnehmen. Und die Punkt 1.0 musste ich auch rausnehmen. Also da hier nochmal die Adressen kontrollieren und das dann auch speichern. So, dann sind wir jetzt auf dem iPad und schauen uns das hier an. Cloudflare One, das ist unsere App, die wir brauchen. So, dann gehen wir mal hier drauf. Dann sagen wir hier Account. Also damit es nochmal klar ist, ich bin hier oben auf das Hamburger Menü gegangen, hier oben rechts. Und dann hier unten auf Account. So, dann haben wir Login, Zero Trust. Das ist unser nächstes. So, dann gehen wir auf Next, bestätigen das Ganze. Privacy. So, und jetzt kommt der Teamname, wo ich euch gesagt habe, den müsst ihr euch aufschreiben. Na, da stand bei mir drin Michael-Klissner. Bei euch wird wahrscheinlich drinstehen, bei euch John oder Jane-Do oder der Name eurer Firma oder sonst irgendwas. Das hatten wir vorhin geschaut. Ansonsten gehst du im Video nochmal kurz ein Stück zurück und schaust dir nochmal nach, wo du das einsehen kannst, wie das ist. Der ist schon mal der ganz wichtige Name, ohne den geht gar nichts. Denn das ist der Name von deinem Team. Ja. Okay, dann haben wir jetzt hier das Login. Das bekommt ihr jetzt halt durch dieses Team-Login. Und das ist das, was ich euch dann vorhin auch gezeigt habe. Hier muss jetzt eine Anmelde-E-Mail-Adresse eingeben. Und hier gehen nur die beiden E-Mail-Adressen, die ich, also bei mir jetzt hat, gehen nur die beiden E-Mail-Adressen, die ich auch hinterlegt habe.
Das heißt, es kann hier nicht irgendjemand anmelden, sondern ihr müsst dem Benutzer quasi die E-Mail-Adresse hinterlegen und dann erst kann er sich anmelden. Ich finde, das sichert das Ganze schön ab. Und wir haben nicht das Problem, dass ich hier zum Kunden einfach anmelden kann. So, jetzt bekommen wir einen Anmeldecode. Den seht ihr jetzt natürlich nicht, weil auf dem iPad habe ich das nicht drauf. So, gut, der Code ist da. Dürft ihr auch gerne sehen, ist ja nur ein Einmalcode. So, dann tun wir uns connecten. Dann haben wir hier oben wieder unser VPN angezeigt, neben der Verbindung. Dann können wir hier auf Account gehen und können nochmal nachschauen, was angemeldet ist. Bin ich, ist perfekt. So, und der ganze Check, jetzt schauen wir das mal kurz an. Jetzt nehme ich zum Beispiel mal P-Hole. Kommt man extern nicht drauf, er ist extern nicht gelistet, man kann aus dem Internet nicht drauf zugreifen. Oder Home Assistent könnte man auch nicht drauf zugreifen. Mal kurz aufrufen. Geht aber, die Frau hat sich wieder abgemeldet aus dem Home Assistent. Das ist gut zu wissen. So, hier ist der P-Hole. Also wie gesagt, funktioniert hervorragend. Ich kann natürlich jetzt auch jede andere Seite im Internet verfügen, zum Beispiel ebay.de. Das geht wirklich schnell. Da gibt es also wirklich nicht viel zu mosern. Google mal aufrufen, ist auch schön. Apple hat immer eine schöne, langsame Webseite. Nein, Schmarrn, hat sie nicht. Und auch, also wirklich, also diese Verbindung wirklich super. Wie gesagt, absolut sicher, ihr seid auf eurem eigenen Netzwerk zu Hause, könnt alles andere verfügen. Und es ist wirklich simpel, easy einzurichten. Und du solltest damit überhaupt keine Probleme haben, damit klarzukommen. Sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Like natürlich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du natürlich auch kein weiteres Video mehr. Dann erstelle ich diese Videos natürlich in meiner Freizeit unentgeltlich für euch. Und es wäre toll, wenn wenigstens ein paar Likes da bleiben würden und vielleicht die ein oder andere Unterstützung für den Kanal. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, findest du Spendenlinks unten in der Videobeschreibung, natürlich auch im Blogbeitrag auf meiner Homepage. Ansonsten solltest du generell Probleme mit deinem PC haben oder mit deiner EDV, sonstige Beratung oder Hilfe benötigen, dem Video nicht folgen können oder nicht nachvollziehen können, kannst du dich gerne an die KSC wenden. Die verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung und natürlich im Blogartikel auf der Homepage, wo du dann jederzeit gerne Kontakt aufnehmen kannst. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde Auftrag. Gegen getane Arbeit bekommst du eine Rechnung, keine Vertragsbindung, keine Apps, keine laufenden Kosten, keine Abos oder sonstige Haken, Ecken und Ösen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Bis bald.